angefangen, aber der Bildschirm war nicht komplett drin in meinem Stream-Fenster und deswegen habe ich jetzt nochmal von vorne gemacht. Also anscheinend, ja, was sage ich jetzt? Also ich wollte nur sagen, dass wir schon Kirby hatten letztes Jahr und dieses Jahr hatten wir Zelda und Fire Emblem und bald kommt Mario raus. Deswegen kann ich mir gerade nicht vorstellen, welche krassen Titel wir kriegen. Ich persönlich hoffe auf ein Fire Emblem Remake vielleicht. Und vielleicht kommt ein Mario Sportspiel, aber die letzten waren jetzt auch nicht so übertrieben krass, wenn ich ehrlich bin. Also Golf, Fußball war okay. Das war auch ein bisschen kompetitiv, aber irgendwie fiel es mir da auch sehr schwer, am Ball zu bleiben. Es muss nicht am Spiel liegen, kann ja auch an mir liegen, aber Smash Bros. Wäre natürlich cool, wenn da irgendeine Nachricht käme, aber das ist ja erstmal vorbei und die arbeiten wohl an den nächsten Titeln und das wird noch eine Weile dauern, bis da irgendwas kommt. Also Smash Bros. Erstmal nicht, denke ich mal. Aber gut, ich fange mal an. Ich weiß schon, was gleich kommt, deswegen werde ich jetzt weniger überrascht sein, aber ich kann ja noch mal kurz was dazu sagen. Achso, das ist das deutsche Direct, aber ich glaube, das einzig Deutsche, was wir hören, wird das PEGI 18 sein, was gleich kommt. Ansonsten ist der Untertitel halt nur Deutsch, aber deutscher geht's nicht bei den Videos. Ist ja nicht so schlimm, glaube ich. PEGI 18. Sieht sehr so futuristisch aus, muss ich sagen. Und das erinnert mich sehr an, also ein bisschen an den Salmon Run, weil kommen halt solche Viecher auf dich zu. Man sieht die Zahlen. Ich dachte eigentlich, man sieht die normalerweise nicht. Aber vielleicht kann man die irgendwann anstellen. Da ist eine grüne Oktopus-Tante. Ein 8. Ist gut, dass es auch im Englischen 8 heißt. Freut mich sehr. Ich habe nicht mal den normalen Splatoon durch, also die normale Kampagne. Deswegen, keine Ahnung, ich muss erstmal die normale Kampagne machen, aber irgendwie ist es immer so ein bisschen schwierig für mich. Ich mache meistens über den Versus-Modus. こんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはスプラトゥーン3のエキスパンションパス第2弾サイドオーダーの映像です。本作は秩序の塔を舞台にプレイヤーの能力を強化しながら Ja, genau, hier sieht man ja, man hat einige Felder, die man nutzen kann, um sich zu verbessern. Und ich weiß halt nicht, wie das genau funktionieren wird, ob man sich diese Felder hier aussuchen kann, die wir sehen. Und weil ich glaube, vorhin sah es so aus, das könnte man zwischen 3 wählen und dann das hier platzieren. Und vielleicht hat jedes Mal zwischen irgendwelchen wählen, manche kosten halt mehr, manche weniger. Und dann kann man das hier reinstecken. Und hat das Power-Up am Ende. Also hat man so ein bisschen Customization mit drin, würde ich behaupten. 何度も遊べる一人用のゲームモードとして開発を進めています。配信時期は2024年の春以降を予定していますので、もうしばらくお待ちください。それではヘッドラインをご覧ください。The toys are back in town. Ja, Ratte die Mini-Marios ist das. Also das ist ja, wie das hieß.
Donkey Kong. Ein Spielzeug. Mario. Zumindest. Ich hab's nie gespielt. The rivalry that heated up on Game Boy Advance reignites on Nintendo Switch. With his eyes on the prize, Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. And it's up to Mario to track him down. In each stage, contraptions and other challenges await. Das sind alles Observation Spielzeuge, sind nur and action are maschinelle vital to your Piranha-Pflanzen success. zum Beispiel. Mario keine needs echten. to reach the key, but he can't quite cross Nur the gap. das Rhino sieht echt aus. That Aber die monkey's tail Piranha-Pflanze looks a komischerweise nicht. little suspicious, though, doesn't it? Aber eine Sache genau, die ich Monkey's dazu sagen tail will. looks a little suspicious, Moment. though, doesn't it? Ja, die Piranha-Pflanze, die da schießt. Ich glaube, die hätte ihn hier getroffen. Deswegen haben die einen Cut gemacht. Also das ist so meine Vermutung. Weil es wird echt so aussehen, als ob die gleich schießt und ihn treffen würde. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann den Cut machen mussten. Das ist eigentlich sehr witzig, aber gut. Oder es war mega knapp und die fanden das irgendwie doof. Weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass der mit einem Schlag weg ist. Ich habe es, wie gesagt, nicht gespielt. Ist halt so ein kleines Rätselspiel anscheinend. Ja, werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Also wirklich nicht so mega krass aus. Ich habe jetzt nichts zu spielen und muss mir was holen oder so. Aber ich würde wohl eher Advanced Wars spielen. Naja, aber das ist irgendwie... Das ist auch schon relativ alt. Das ist ja nur ein Remake am Ende von einem alten Spiel. Von einem Game Boy Advance Spiel sozusagen. If Mario does this, now he can get across and safely grab the key. Platform too high? Reach it with a handstand jump or a backflip, like that. Observe Krass, sogar and die Ninja act sind to da. collect mini Marios, clear stages, and face Donkey Kong head on. In this updated version of the game, you can play with a friend in local co-op. However you choose to puzzle your way through, it's up to you to recover the toys. Mario vs. Donkey Kong. Ich finde, da fehlt ein bisschen was, damit ich mir das holen müsste. Das wirkt halt nicht so mega krass, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, welche, die halt alle Mario-Spiele spielen wollen, alle original Nintendo-Spieler, die können sich das natürlich holen, aber ich weiß nicht, also 16. Februar ist noch eine Weile hin. Wir kriegen ja auch noch wahrscheinlich einige coole Spiele bis dahin. Aber hat mich jetzt erstmal nicht umgehauen, muss ich jetzt leider so sagen. Also ist ja am Ende nur ein Remake, deswegen. Aber ich weiß auch nicht, wie viel die jetzt neu machen werden. Dieser Koop-Modus sieht interessant aus, aber ist halt ein sehr gechilltes Spiel. Also ich brauche ein bisschen mehr Action. Is on Nintendo Switch February 16th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save the prince and the world. Prince of Persia? Oder? Ah, okay. Guide Sargon as he sets off to save the Prince of Persia and restore the world's balance. Tapping into the roots of the Prince of Persia series, this game features 2D, side-scrolling action-adventure gameplay. Dash through breathtaking environments in a mythological, Persian-inspired world. But don't linger too long if you hope to survive. Harness sword and bow techniques, as well as time powers, to best these hostile lands. As your journey progresses, Sargon will grow stronger and learn new abilities that expand his arsenal. Equip amulets to further boost your abilities, among other perks. The number of amulets you can equip is limited though, so choose wisely. Ja, der Bogen wirkt gerade mega OP, muss ich sagen. Aber gut. Ich habe nie Prince of Persia gespielt. Und Side-Scrolling ist gerade auch nicht so meins. Deswegen habe ich auch Metroid Dread nicht geholt. Das ist einfach... Ja, ich weiß nicht. Side-Scrolling ist halt... Ich mag lieber jetzt 3D-Spiele. Und ja, das ist so mein erster Eindruck dazu. Use everything at your disposal to navigate this harsh world and defeat the mythical beasts that stand in your way. Get ready to save the prince and discover the mysteries of Mount Calf. When Prince of Persia, The Lost Crown, launches on Nintendo Switch January Das ist ein neues Spiel, wenn ich es richtig verstanden habe. 18th. You can receive the in-game Warrior Within outfit by pre-ordering the game from Nintendo eShop.
These games will help you chase your passions. Rev up for true arcade racing in Horizon Chase 2. Speed through stunning environments, each with its own dynamic art style, while overtaking your rivals on the road. Ich glaube, man kann mich gar nicht hören, weil das Video so laut ist. Ich finde es krass, wie schnell man die Kurven da nehmen kann. Das macht das Spiel gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Wenn das so schnell, so fast-paced ist, mag ich das eigentlich sehr gerne. Play the main campaign to unlock vehicles, courses, and more. You can also upgrade your vehicle and... Aber es ist halt wohl nur ein kleines Spiel, nehme ich an. Ist nicht mega riesig und auch nicht so teuer. Hoffe ich zumindest. Also so 30 € würde ich schätzen. Und ich glaube, das ist auch ein Preis für das Spiel. Den kann man zahlen. Das ist in Ordnung. Dial it to fit your high-octane needs. Itching for more racing action? Up to 4 speedsters can put the... Oh, die FPS-Rate. Oh, krass. Pedal to the metal in couch co-op or online. Go full throttle in Horizon Chase 2, launching on Nintendo Switch shortly after this presentation. Warm up for musical mayhem in this rhythm-based adventure. Time your button presses with... Konami hat eigentlich was anderes zu tun. Die sollen jetzt nicht neue Spiele rausbringen, aber gut. Eigentlich sollten die Mystical Ninja remaken, aber da träume ich einfach von. Wäre natürlich krass, wenn das passieren würde, aber ich gebe nicht auf zu träumen, würde ich sagen. With the music to solve puzzles and battle bosses. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Up to 4 friends can battle it out in versus modes or jam together in local or online play. Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Anya Forger has a new assignment from school, creating a photo diary. On weekdays, you'll head to class, then enjoy family time in the... Oh, der Hund sieht krass aus. Der Hund sieht mega geil aus, muss ich sagen. Aber mal schauen, was das für ein Spiel wird, ja. Evenings. On days off, you can visit all sorts of exciting places, like the beach or an art museum, in search of subjects to photograph. How will you spend your time with friends and family? And what kind of photo diary will you help Anya make? Spy Anya, Operation Memories, launches on Nintendo Switch next year. Also ist nichts für mich. Also man möchte mal ein cooleres Bild haben, sowas hier. Aber der Hund sah mega geil aus. Einfach, wie der auch so ein Outfit anhatte und so. Also einfach für den Hund sollte man das holen, aber nee, Spaß. Also ich würde es mir wahrscheinlich nicht holen. Es wirkte, ich bin glaube ich nicht die Zielgruppe davon. War so meine Empfindung. Mario's first RPG adventure returns. Super Mario RPG is back with updated graphics. Let's go over some new and returning gameplay features. Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. When you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Ja, das ist ja übertrieben. Das gibt es auch nicht bei Paper Mario oder so, dass man dann alle trifft. Das ist eigentlich sehr heftig. Also das Spiel könnte ich mir vorstellen zu holen, weil ich war natürlich ein riesen Fan von Paper Mario. Also den ersten und zweiten Teil theoretisch. Danach ist das nicht mehr Paper Mario. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber es ist irgendwie richtig schade geworden, sag ich mal. Obwohl Super Paper Mario für die Wii vielleicht noch okay war, aber die danach habe ich nur noch aus der Ferne beobachtet und den Kopf geschüttelt. Das hier habe ich mal emuliert und es war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber ich bin irgendwie nicht weitergekommen, keine Ahnung. Also es wird wahrscheinlich jetzt leichter sein oder mal schauen. Und eigentlich passt Final Fantasy gut zusammen, finde ich. Also Square Enix meine ich, genau. Mit Mario und die Gegner sehen auch ganz witzig aus. Hier zum Beispiel so kein Mario-Gegner und es passt eigentlich. Und der sieht auch ganz witzig aus. Wir haben Genos, oder ist er Geno? Ich weiß gar nicht. Nee, Genos ist, glaube ich, von One Punch Man und der andere heißt Geno, glaube ich. Und den wollten ja alle haben für Smash Bros. Mal schauen, wie das wird. Deswegen, also das Spiel würde ich mir wahrscheinlich holen. Das ist vielleicht sogar bald raus, dachte ich, oder? Muss ich mal schauen. Every successful action command will fill this gauge.
When it's full, you can unleash the 3-character triple move. Depending on your current party, the move will change, so experiment with different combos. During your adventure, you'll encounter bosses with colorful... Passt halt auch mega rein in die... Guck mal, wie das ist so ein Square Enix eher Artstyle. Also ich hoffe, das ist wirklich Square Enix, die da mitmachen, weil nicht, dass ich hier irgendeinen Mist erzähle, aber es passt halt auch gut rein, finde ich. Einfach so, trotzdem so cartoonartig und nicht typische Mario-Gegner. Also ich finde, die passen, die ergänzen sich gut, die beiden. Full personalities. After clearing the game, you can fight some of them again. But these powered-up bosses aren't gonna be easy. Okay. Set off for adventure with Mario and friends. When Super Mario RPG... Naja, Square Enix steht da oben. Okay, alles super. 17. November, krass. Ich glaube, 15. kommt Mario Wonders. Okay, habe ich gar nicht so viel Zeit, das durchzuspielen. Aber ich glaube, Mario Wonders müsste schnell gehen. Weil diese Mario-Spiele, die klassischen, gehen eigentlich relativ fix, würde ich behaupten. Nicht so wie Zelda oder so. Also deswegen, oder Baldur's Gate, wo ich gerade dann sitze, ist heute auch relativ lange. Also, ich glaube, ja, Paper Mario wird, also nee, Mario RPG wird vielleicht ein bisschen länger dauern. Keine Ahnung, 70 Stunden kann ich mir vorstellen, aber Mario Wonders würde ich jetzt fast sagen, das kann man in 30 bis 50 durchspielen, aber kann mich ja auch irren, weiß ich nicht. Launches on Nintendo Switch November 17th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Hey. Look alive. We're almost there. The Nintendo DS game Another Code, Two Memories returns on Nintendo Switch. One day, a young girl named Ashley receives a letter from the father she thought had passed away. Seeking answers, she sets off for the solitary Blood Edward Island in search of him. Once there, Ashley encounters puzzles and obstacles that hinder her investigation. Can you see me? She also meets a mysterious boy. What truths await Ashley in this place? And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Who are you? Another Code R, Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, is also included. So this is like Juliet, huh? Play both games to experience the full story. Unravel both adventures, fully enhanced for Nintendo Switch, when Another Code Recollection launches January 19th. Ja, ich habe nie Another Code gespielt und Rätselspiele sind echt überhaupt nicht meins, aber ja, ich kenne welche, die Rätselspiele mögen. Vielleicht wollen die das haben, aber keine Ahnung, habe ich jetzt wenig Bezug zu. Aber sieht ganz gut aus von der Grafik her und alles. Ich hoffe nur für diejenigen, die das spielen, dass es da eine japanische Synchro gibt. Das ist meistens the way to go, würde ich sagen. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Nintendo DS と Wii で発売した2つのアナザーコードがグラフィックはもちろん全てを一新してアナザーコードリコレクションとして Nintendo Switch に登場します。発売までもうしばらくお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。Das war anscheinend ein Remake für, oder ist halt zwei Remakes irgendwie in einem Spiel, keine Ahnung, für DS und Wii. Aber auch nur Remakes wieder. Das ist halt schade, wenn wir jetzt einen Remake nach dem anderen kriegen. Ist natürlich cool für diejenigen, die es noch nicht gespielt haben. Oder manche, die es schon gespielt haben und unbedingt das erneut spielen wollten. Aber ja, ist halt, ich finde es schon besser, wenn ein neuer Titel rauskommt. Außer jetzt nur bei Fire Emblem wäre es eher was für mich. Also ja, am Ende vielleicht, ja, Remakes sind okay, denke ich. Ich hole mir auch manchmal Remakes. Ist in Ordnung.
One day, a loyal toad presented a flyer advertising a show at the Sparkle Theater. Princess Peach and some toads went to go see it, but then Und the nicht Bowser. wicked grape and the sour bunch suddenly made their grand entrance and took center stage. Die fiese Grape und mit ihrer Sauertruppe. Now it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. This perfect performance has become a terrible tragedy. Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. The ribbon alone won't always cut it, though. So let's do this. Whoa! Peach transformed into Sword Fighter Peach. By transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Fend off the Sour Bunch with sensational swordplay. Can Peach save this performance and its performers? There are more stolen shows to save. Valuable artifacts from this museum have gone missing. Become Detective Peach, investigate clues, and track down who done it. Desserts have been snatched from this sweets festival. Turn into Patissiere Peach and save it from a sugar crash. Also ich glaube, das Spiel wurde schon angeteasert oder wir haben schon einen kurzen Trailer gesehen, dass so ein eigenes Peach-Spiel kommen wird. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so beeindruckt. Das ist halt auch wieder relativ simpel, aber es kann ja Spaß machen, so gechillt vielleicht mit der Familie, mit den Kindern. Kann man das bestimmt spielen. Aber jetzt so, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich das holt und alleine zockt. Keine Ahnung, also kann auch sein. Also ich kann mich auch irren, aber irgendwie ist das gerade nicht so ansprechend für mich. The Sour Bunch got their hands on this martial arts school. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul fiends. Ich verstehe nicht, warum es Kung Fu Peach wird, wenn sie aus Japan kommt, das Spiel. Das verstehe ich nicht. Many other transformations are just behind the curtain. The stage is set. Our leading lady is ready for the spotlight. Princess Peach Showtime makes its debut on Nintendo Switch March 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. ご覧いただいたのは変身によって遊びも変化するプリンセスピーチショータイムです。映像で紹介した変身以外にもまだあるようなのでお楽しみに。引き続きヘッド Ich werde mir wohl alle Verwandlungen online angucken, weil ich es nicht abwarten kann, aber ich werde das Spiel wohl nicht holen, ja. ラインをご覧ください。A new saga begins. A multi-layered RPG full of rich stories awaits in Saga Emerald Beyond. There are 6 heroes to choose from. A young man who fights with sentient puppets. A witch disguised as a schoolgirl to mask her identity. Okay. A crime-fighting duo chasing down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. Okay. And a king of darkness who was recently reawakened. Ich bin der König der Dunkelheit auf jeden Fall. Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals. How the story unfolds is in Aber die Maps sehen echt schön aus, auch das da your gefällt hands. mir eigentlich. The choices you make can unlock different paths, more than ever before seen in the Saga franchise. Fight in timeline battles, turn-based combat in which turn order is crucial to victory. Use special techniques to control the order of actions, or activate team combos to swing the tide of battle. Ich mag auch sehr gerne so rundenbasierende Kampfsysteme. Es gibt gar nicht mehr so viele gute, wenn ich ehrlich bin. Also Franchise oder Spiele-Franchise, die wiederholt herauskommen, sowas wie Pokémon.
die rundenbasierende Kämpfe machen und auch gut sind, weil Pokémon kann ich ja leider nicht mehr mitzählen. Habe ich jetzt nicht mehr so viele gesehen. Auch Final Fantasy wird jetzt eher Action und ich glaube, es kam ein neues Valkyrie Profile, aber es war eh kein normales rundenbasierendes, das war eh was anderes, ja. Es ist aber auch sehr viel Action geworden. Also heutzutage finde ich nicht mehr so viele rundenbasierende klassische, leider. Aber Octopath Traveler zum Beispiel, genau, das war's. Und auch den zweiten Teil, den habe ich noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob der schon raus ist. Vielleicht kommt dazu auch noch ein Trailer. Battle in your favor. Saga Emerald Beyond launches on Nintendo Switch next year. Das könnte ich mir vielleicht sogar holen. Könnte ich mir vorstellen, das zu spielen. The Legendary Raider returns. The first 3 Tomb Raider games, all with upgraded visuals, are venturing onto Nintendo Switch in one daring collection. As the fearless archaeologist, Lara Croft, you'll travel the world and face off against deadly foes and even deadlier legends. Climb, backflip, and swan dive through perilous quests spanning different countries and mythologies. Along the way, you'll solve puzzles to uncover treasures of the ancient world and unravel mysteries lost to the ravages of time. This faithfully remastered trilogy comes with all of the expansions and secret levels for each game. You can also toggle between the original polygon look and the upgraded visuals at any time. Ich sag einfach nur nein. Mehr sage ich dazu jetzt gerade nicht. Tomb Raider 1 through 3, remastered starring Lara Croft, launches on Nintendo Switch February 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. This detective's got a second bolt of brilliance. Every great detective starts their day early. This is Rhyme City, a place where humans and Pokemon coexist. The detective duo of Pikachu and his partner Tim investigate various cases while searching for Harry, Tim's missing father. Tim interviews people, Pikachu interviews Pokemon, and they find the truth together. They'll also rely on other Pokemon to broaden the scope of their investigations. Follow Sense with Growlithe. Smash rocks with Darmanitan. And peer through walls with Luxray. Can Tim and Pikachu solve all the mysteries and find Harry? Find out when Detective Pikachu... Das ist ein zweiter Teil wahrscheinlich. Habe den ersten nicht gespielt. Wie gesagt, ist eher so ein Rätselspiel. Aber könnte ich mir vorstellen, dass es gut ist. Also... sah jetzt nicht so schlecht aus. Auch vor allem Pokémon ist halt eigentlich cool von der Welt her. Aber naja, die neuen Spiele, ich weiß nicht, was da los ist gerade. Returns. Launches on Nintendo Switch October 6th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. This game's a real toot. Raise your brass for the quirky rhythm game, Trombone Champ. Play the notes in time with the music as best you can. But how you play that horn is up to you. You can use gyro controls to adjust the pitch up and down. Or the IR motion camera on the right Joy-Con controller. The controls are pretty unique, and mastering every control scheme won't be a walk in the park. Honk your way through nearly... Das glaube ich für die Hardcore Trompeten oder Posaunen oder ich weiß nicht, was das für ein Instrument war. Ne, das war glaube ich eine Posaune, ich habe keine Ahnung, aber für die dieses Instrument auf jeden Fall lieben, ist es auf jeden Fall ein geiles Spiel, nehme ich an. Und auch eine Switch haben. Aber ich weiß nicht, ob da normal Trompete spielen cooler wäre. Ich weiß halt nicht, wen es genau am meisten anspricht. Ja. 50 songs spanning various genres, from classical to electronica and everything in between. Plus, up to 4 musicians can band together in local multiplayer. Oh Mann.
trombone champ slides onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Einfach geshadowdroppt den krassesten Titel, ja. Battle your way to victory in these Nintendo Switch games. 10 teams of 3 will duke it out for survival in this online battle royale brawler. Knock your opponent's health down to 0 and deliver a finishing blow, or shove them off the collapsing terrain to Krass, win. das ist ein fetter Ritter. Choose from 15 heroes, each inspired by a different mythology. Work with your allies to be the last team standing. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring. Sieht eigentlich okay aus, muss ich sagen. Ist so gar nicht so schlecht. Ich dachte erst, das wäre sowas wie League of Legends. Wegen den Energieanleisten und halt von der Top-Down-Perspektive, aber es ist eher so ein Battle Royale-Ding. Man sieht hier unten zum Beispiel auch die Skills. Also rechts sieht man Y, B, Z, L, links sieht man Trank und weiß nicht, was das sein soll. Hier halt dieses Ding, keine Ahnung. Also ihr seht mich, das ist gar nicht, weil ich davor bin. Achso, warte mal. Na, ich mache mich jetzt nicht weg, ist egal. Und links sieht man auf jeden Fall einen Trank und so ein Männchen mit Fragezeichen. Naja. Oben rechts, mal sehen, R gedrückt halten und R wahrscheinlich nur einmal tippen. Und nochmal irgendwas mit R. Also den rechten Control-Stick, komisch. Aber das könnte, das ist ja Free-to-Play, also mal spielen kann man es auf jeden Fall. A closed beta test will be available this October. Lead your mercenaries to fame and fortune in this open-world tactical RPG. Take up various contracts, from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Before battle, equip your mercenaries with the best gear and skills to claim victory and live to see another day. Up to 4 players online can jointly command a troop. Ich weiß gerade nicht, ob er alleine spielt, also ob der von alleine kämpft, der Söldner, den er gerade beschrieben hat, oder ob man da wirklich aktiv die Commands auswählt, also angreifen oder so. Troop and journey together across this vast world. War Tales. Sieht aber irgendwie ziemlich cool aus, muss ich sagen. Also die Grafik und so. Auch als man die Frau vorhin gesehen hat, nah dran, das sah schon nach echt guter Grafik aus. Launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. Run and gun in this reimagining of the beloved NES classic. Okay. Contra 3 kenne ich, also bin ich gespannt. Contra. Blast through explosive stages with a devastating arsenal of weapons to crush the Red Falcon forces. Spring into action with easy pick-up and play controls and a variety of difficulty. Bill Riser steht oben links. Okay. Also ich kenne Contra 3, das sieht schon sehr witzig aus. This reimagining from Konami and Way Forward features new weapons, enemies, powerful super attacks, and a 4-player co-op mode. Contra, Operation Galuga, storms onto Nintendo Switch. Aber die Waffen sind genauso wie bei Contra 3, was ich gespielt habe. Also mit den Suchraketen, Flammenwerfer, alles mögliche. Laser gibt es bestimmt auch. Sieht eigentlich sehr witzig aus. Bill Riser, Lance Bean, gut, Ariana und Probotector. Early next year. Aber coole Namen. Liberate your kingdom. Reclaim your destiny. 'Tis a grievous tale which speaks of Fevrith, one of stolen destiny, stolen minds, and stolen nations. Yet as the world stands consumed by immense evil, a fallen prince shall rise again, ring of legend lighting his path. That is the Ring of the Unicorn, ancestral treasure of Cornia's royal lineage. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all the... Ja, sieht echt krass aus. Das ist gerade In-Game-Kampf. Das sieht ziemlich cool aus. Ist das vielleicht nur so ein kurzer Kampf? Keine Ahnung. Das sieht aber ganz nice aus, muss ich sagen. Das eben gerade war auch cool mit denen auf der Karte. remains now is to walk it.
Krass. Walk it I will, Mother. Freely traverse an expansive world. Gather new allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 unique characters, from humans and elves to massive beasts and heavenly angels. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take days, months, or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas and Vanillaware present the rebirth of tactical fantasy RPGs. Unicorn Overlord. Gut, der Name ist ein bisschen übertrieben. Unicorn Overlord, aber es ist. Achso, nee, da ist ein U. Achso, hier ist das U. Okay, und hier ist das O. Okay. Sieht aber ziemlich nice aus, muss ich sagen. Also bis jetzt bin ich beeindruckt. Das könnte ich mir auf jeden Fall holen. Available March 8th, 2024. Aber dass sie jetzt die Wiedergeburt der klassischen oder taktischen RPGs einläuten wollen, ist eine große Aufgabe. Bin mal gespannt, ob die das schaffen. Ist aber an sich ziemlich cool aus, ja. Luigi's Mansion 2 HD. Welcome to Evershade Valley, a place that's screaming and teeming with the supernatural. Luigi. Wir hatten halt schon letztes Mal Luigi's Mansion 3, glaube ich. Das sah ganz cool aus. 1 habe ich auf jeden Fall gespielt. Das war auch ziemlich cool damals. Das ist schon ewig her. Das war Gamecube irgendwie. Ich glaube, das ist bestimmt 20 Jahre her. Ungefähr. Ja, genau, es kommt gut hin. Oder ein bisschen, ja, 20 Jahre kommt hin, ja. Da war Luigi's Mansion 3 wahrscheinlich. Das war halt, 1 meine ich, das war ganz cool. Weil es auch neu war, denke ich. 3, wie gesagt, sah nicht schlecht aus, aber ich weiß nicht, wie 2 war. Ich habe gehört, 2 soll nicht so gut gewesen sein. Ich weiß nicht, müssen wir mal schauen, wie es aussieht. Our faint of heart hero was sent here to check it out. Time for some mansion mayhem. No spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the Poltergust. Use it to light up dark areas, vacuum up objects, and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal escapades. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe bulb, then vacuum them up. You can even grab multiple ghosts at once. In this game, you'll find ghosts haunting, a former plant research lab, a broken down clock factory that's full of sand, a mine covered in ice and snow, and even more places. These troublemakers will use every trick in the book to block your path. Can Luigi summon his courage and save the day? Looking for other ghost hunters? Up to 4 players online can do some exorcise across different multiplayer modes. Luigi's Mansion 2 HD creeps onto Nintendo Switch next summer. Ja, ist in Ordnung, denke ich. Aber wie gesagt, ist wieder ein Remake. Aber dies fand ich ganz ein Remake, eher so ein Remastered-Ding. Also wahrscheinlich relativ wenige Neuheiten. いかがでしたか？ここで皆さんに2つのお知らせがあります。1つ目ですが、Okay. こちらの映像をご覧ください。Was richtig Geiles. Oh, warte mal, Mario Maker 3? 大きなハテナブロックが見えてきましたが、実はこのハテナブロック、現在京都府宇治市に建 Oh. Nintendo Galerie. 設中の Also auf dem
sind gerade im echten Leben sind wir gerade, okay? Komisch. 任天堂資料館の屋上に描かれているものなんです。この資料館の正式名称は任天堂ミュージアムに決まりました。任天堂ミュージアムはその名の通り今までに発売された Das sind aber nicht echte Menschen, oder? Jetzt sind wir im Spiel, oder? さまざまな任天堂製品を展示する施設になりますが、現在2023年度の完成を目指して建設を進めています。オープンの時期など詳細については改めてお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。Also eine Ankündigung fürs reale Leben, das ist krass. Einfach im Nintendo Direct, nicht schlecht. 2つ目はアミーボに関するお知らせです。Oh. Ah, ja, Gendorf wollte ich mir eigentlich holen, ja. ゼルダとガノンドルフの発売日が11月3日に決定しました。そしてゼノブレイド3のノアとDa müsste ich mal durchspielen, aber auch ich noch gar nicht durchgespielt. Das Spiel ist auch relativ weird irgendwann. Und ich glaube, die Story wird auch sehr komisch. Aber ja, gut. Es ist ein gutes Spiel auf jeden Fall. 今日は2体1組のセットで2024年1月19日に発売します。さらに新たなアミーボとして、Okay. 大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルから空の発売が決定しました。これによってスマブラスペシャルの全ファイターがアミーボに勢ぞろいします。発売は2024年を予定していますのでお楽しみに。以上お知らせでした。Okay. 続いてはこちらの映像をご覧ください。Ja, gut. Also das kenne ich auf jeden Fall. Das habe ich auch vor einer Weile irgendwo gespielt. Also es war entweder bei den Mini Super Nintendo oder so. Ja, gibt es das nicht schon bei... Oder kommt jetzt eine Ankündigung für ein neues? Das wäre interessant. Ein neues F-Zero wäre interessant. Oder das kommt jetzt erst raus für den Super Nintendo. Aber ich dachte, das kam schon raus für die Super Nintendo App auf der Switch. Mal schauen. The first F-Zero game returns as a 99-player battle royale. Okay. F-Zero 99. Race on classic F-Zero courses with machines from the original Super NES game. Tear through courses in high-speed races, but be careful. Ich bin gespannt, wie teuer das ist. Aber das gefällt mir. Ich habe leider bald kein Internet, aber wenn ich sie da habe, das klingt ziemlich cool. Your power meter will decrease if you crash into pilots or guardrails. If it hits 0, you're out. Ja, so war das. You'll need to avoid collisions and conserve your power meter to stay in the race. Feeling risky? Spend some of your power meter for a temporary speed boost. Klingt sehr risky. You can also collect super sparks, which appear when machines collide, to boost up to a special path called the Skyway. It's your best chance at bypassing your rivals and jumping into a higher position. Das gefällt mir. Complete goals while you're racing to unlock cosmetic options for... Ach, die haben jetzt wirklich das Alte genommen und da jetzt irgendwie noch so neue Sachen hinzugefügt. Das finde ich ziemlich geil, wenn die solche ganz alten Spiele nehmen und die einfach mal komplett erweitern. Also als Art Remake von der alten Perspektive noch aus und nicht irgendwie mit neuer Grafik. Das finde ich sehr interessant. Das würde ich auf jeden Fall mal testen. Ich hoffe nur, dass es irgendwie nicht kostet jetzt 60 €. Das wäre irgendwie doof. For your machine. "99 players, 1 winner. It's time to race your way to first place. Because F-Zero 99 will be available exclusively for active Nintendo Switch Online members shortly after this presentation." Das ist ziemlich krass, also wenn das wirklich, das ging halt kostenlos, das wird ziemlich cool. Aber das kann ich erst irgendwann spielen, das dauert noch eine Weile leider. 年以上の時を経て F-Zero がバトルロイヤルになって蘇ります。任天堂スイッチオンラインに加入していると購入できるこのスーパーファミコンのコントローラーにももちろん
対応しています。Ich meine, der ist natürlich Klassik, den habe ich auch damals gespielt, also gehabt, diesen Controller als Kind. Der ist nicht schlecht, aber ich finde den Pro-Controller schon am besten momentan. Ich mag lieber neue Controller, ich brauche jetzt nicht irgendwie die alten andauernd. Aber mal den in der Hand zu halten wäre cool, aber extra kaufen wahrscheinlich nicht. ぜひ1位を目指して挑戦してみてください。それではヘッドラインをご覧ください。One little hero, one. Warte mal, sieht aus wie. Das sieht aus wie, ist die Poppy? Das ist Timo? Krass, das ist irgendwas mit der League of Legends wahrscheinlich. Humongous problem. Welcome to Bandle City, Ja, a whimsical land inhabited by small, fuzzy beings called Yordles. After a party gets a little too wild, the portals holding the land together collapse and throw everything into chaos. It's up to you and your knitting magic to stitch Bandle City back together. Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals. As you continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches of the skill tree. Enchant your experience even further by embarking on quests and hosting festivals for the community. Can you save Bandle City? And what mysteries will you discover during your magical adventure? Er sieht sehr witzig aus. Ist auch cool, wenn Riot sozusagen andere Spielarten rausbringt, die aber mit der eigenen IP noch zu tun haben. Quasi, die Yordle ist eigentlich eine coole Idee, aber es ist halt, sieht halt nicht so aus wie ein Spiel für mich. Ist halt sehr gechillt wieder und ja, so wie Harvest Moon und so. Ich glaube auch Stream zuschauen ist gar nicht so interessant bei solchen Spielen wie Harvest Moon oder sowas hier. Keine Ahnung, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Bandle Tale, a League of Legends story, launches on Nintendo Switch next year. Wait, did you hear that? Join best friends, Nunu and Willem, on a journey across the frozen wilds of the Freljord. Jump, climb, and sled your way through a beautiful yet treacherous land, where every... Na krass, sie kriegen einfach ein eigenes Spiel. Also Nunu und keine Ahnung, Walljump, keine Ahnung wie der heißt, aber es ist ziemlich witzig, ja. Step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends and their past. Song of Nunu. Na krass, das ist sogar, wie hieß der, Bram oder so, ich weiß nicht, wie er hieß, das war eigentlich der Support, den ich immer genommen habe. Klingt auch witzig, ja, aber ich muss ein paar Trailer davon sehen, was man da so macht, aber es ist wahrscheinlich ein Puzzle-Game am Ende. A League of Legends story launches first on Nintendo Switch November 1st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Let's move into Formation. Man muss ja der Belegschaft Oh krass, der redet jetzt Deutsch. mal was Gutes tun. Endlich da! Willkommen auf Party Party. This tropical resort contains tons of microgames that'll get your body moving. In each microgame, you'll get into a specific pose called a form. Copy the form shown, then perform the correct action as quick as you can. The microgames will come one after another, so look alive. Plus, up to 4 players can battle it out in party mode. Reach the goal without getting caught by Medusa. Freeze! Or settle the score in an arena to be the last one posing. With over 200 lightning-fast microgames and multiplayer modes aplenty, everyone's in for a wacky time. WarioWare. Das ist ein neues Spiel und das sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Also das Partygame mit Freunden ist auf jeden Fall bestimmt super spaßig. Also so ein Couch-Koop, was auch immer. Das, wo es nicht unbedingt Koop ist, ist ja Couch-Wettkampf am Ende. Aber es sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus für solche Anlässe, sag ich mal. Move It launches on Nintendo Switch November 3rd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. A heroic tale will soon unfold. Lead an army of over 100 heroes into battle and put an end to an empire's invasion.
Meet Noah, a humble villager. Sane, an officer from the Empire. And Marissa, a forest guardian. These three band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. Oh. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops, and more. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Also, sie wollen sich gegenseitig umbringen, aber dadurch werden sie bessere Freunde, wahrscheinlich. Also sieht erstmal ganz cool aus. Eigentlich sieht es eher so nach Square Enix aus, aber ich habe immer Square Enix im Kopf, wenn ich solche Spiele sehe, wenn ich ehrlich bin, solche mit ein bisschen älterer Grafik vielleicht. Trust, betrayal, justice, and truth. A heroic tale will begin when Eiyuden Chronicle 100 Heroes launches. Ja. Sieht ganz cool aus, also 23. April ist noch lange hin, krass, aber ja, stelle ich mir das cooles Spiel vor, muss ich sagen. Auch so RPG wieder, vielleicht sogar rundenbasierend, mal schauen, wie das Kampfsystem wird. Aber da würde ich noch auf weitere Trailer warten, ja. Is on Nintendo Switch, April 23rd. Participate in some pixel-perfect play. Next stop, Octopia. Travel to a charming parallel world in this paid DLC for Eastward. Help Sam and John turn the pages of a new chapter as they adjust to country life in a mountainside village. Tend to livestock. Whip up in a mountainside village. Was ist mit den Kühen los? Am Flügel oder was? So fliegende Schweine, die irgendwie. Und die irgendwie fliegende Schweine und die Kühe haben auch so einen Propeller dran oder so. Ganz komisch aus. Into livestock. Whip up culinary delights for your neighbors. And restore buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward, Octopia, ventures onto Nintendo Switch this winter. Da sieht man nochmal die Kuh mit dem Propeller. Das fliegende Schwein. Das sieht echt komisch aus irgendwie, nee. Get back into the groove. In this sequel to War Groove, charge across 3 tactical campaigns with valiant factions, including a new mousefolk faction, the Fari. Plus, you can now supercharge your commander's groove to unleash devastating attacks. Lead a roguelike offensive in conquest mode. Battle friends locally. Die Maus gerade in der Rüstung, warte mal. Will ich noch mal gucken, wie die aussah. Battle friends das sieht schon sehr witzig aus, die Maus da in der Rüstung. Okay. Locally or online. Or create and share your own cutscenes and campaigns. War Groove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Get out of my way! Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Dive and catch fish by day. Then serve them as sushi by night in the aquatic adventure Dave the Diver. Also dieses Dancing oder Beat-Spiel eben gerade mit der Maus in der Rüstung sieht schon komisch aus. Ist auch ein Remake vielleicht, keine Ahnung. Aber kenne ich gar nicht. Ich schau mal kurz unten auf die Leiste hier. Also vielleicht. Achso, hoppla. Darf ich nicht spoilern lassen. Wollte ich nicht, aber. Das sieht halt so aus wie. Ja, vielleicht kommt noch ein Titel, der ein bisschen länger ist zur Erklärung. Mal schauen, was noch kommt. You've caught to concoct recipes and create the day's menu. Then tend to the clamoring customers at your sushi restaurant. Explore an ever-changing underwater world to find the best ingredients and strive to exceed culinary expectations. Dave the Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop shortly after this presentation.
The final wave is racing in. Here's a sneak peek at Wave 6, the final wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. From Mario Kart Wii, Daisy Circuit. More returning characters are also being added in Wave 6. Didi? Also der ist neu, okay. Ja, von Double Dash, na gut. Didi kennt man, muss nicht sagen von Double Dash. From Mario Kart Double Dash, Diddy Kong. Oh, Funky ist krass, ja. Der war, glaube ich, früher mit Bowser Bike immer im kompetitiven, sag ich mal, in Anführungsstrichen kompetitiven Spielen vorhanden. Also Bowser Bike und Funky war, glaube ich, das Stärkste, was man gesehen hat oder was man nur gesehen hat, gefühlt, online. Mario Kart Wii, Funky Kong. Noch jemand? And from Mario Kart Tour, Pauline. Pauline, sagt er. Zu Pauline, okay. And also, Peachette. Also ist Peach mit Toadette Hut, oder? Wave 6 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass drives onto Nintendo. Warte, Welt 1 bis 6, insgesamt 48 Strecken, ja. Ist das jetzt der letzte? Weil der letzte müsste ja eigentlich bis zum 31. kommen, dachte ich zumindest. War das nicht so angekündigt, dass der letzte DLC bis zum 31. Dezember kommt? Das war jetzt meine Information zumindest. Aber ja, cool, dann habe ich wieder was zum Spielen, wenn ich bei meiner Schwester bin oder so. Die freut sich immer sehr über die neuen DLC, also neuen Strecken. Und ich finde es auch ganz cool eigentlich, ja, ist in Ordnung. Ich freue mich halt nur noch auf das nächste Mario Kart, weil wir haben ja schon ziemlich lange diese Engine, sag ich mal. Und ich frage mich echt, wann das nächste Mario Kart rauskommt. Also, darauf warte ich auch schon. Aber wir haben gefühlt schon seit Ewigkeiten dieses Mario Kart. Eigentlich seit der Wii U haben wir das jetzt. Und die kam, glaube ich, 2013 raus, die Wii U. Also vor 10 Jahren. Und vielleicht 2014 oder 2015 kam dann wahrscheinlich Mario Kart 8 raus. Das heißt, so lange haben wir schon diese Engine hier. Das ist echt lange. Nintendo Switch this winter. This DLC can be purchased on its own, while active Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack members can also enjoy it at no additional cost. Plus, a physical version of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC, bundled with some extra goodies, is racing into stores. Das sieht cool aus hier, das hier. Sieht schon klassisch aus, das gefällt mir sehr, aber sonst, ja gut, solche extra Bundles habe ich mir früher auch gerne geholt, muss ich sagen, aber heutzutage weiß ich gar nicht, ob das sich noch lohnt, auch wenn da ein Poster oder so ist. Ich hänge halt nie irgendwo Poster auf und solche Karten, ist halt die Frage, was man damit macht. Die liegen dann auch nur rum die ganze Zeit, ist auch schade. October 6th. Something new is among us. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Sieht das voll witzig aus, ja. Ist das eine neue Map sozusagen von dem Spiel? Oder ist das komplett zweiter Teil, also mega overhauled, was auch immer? Bin gespannt. Neue Karte, okay. Emergency Meeting. This new map for Among Us is free and launches this October. Ja, Among Us ist ganz cool. Aber habe ich bis jetzt nur in Streams oder so gesehen mal. Macht auf jeden Fall bestimmt sehr viel Spaß, wenn man das mit ganz vielen Leuten zusammenspielt. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe halt noch nicht wirklich die Gelegenheit gehabt, das zu machen. いかがでしたか？ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただきありがとうございます。さまざまなタイトルをご紹介してきましたが、
9月以降に任天堂から発売するタイトルをまとめたダイジェスト映像をご用意しましたのでご覧ください。Hey, Mario Wonder am 20.10. Okay. Das am 11. Ja, also November meine ich. Oh. Ach, die haben schon DLC. Krass, so schnell. Ne, so schnell eigentlich nicht. Ich glaube, das kam letztes Jahr raus.「これから発売するタイトルをお楽しみに」「次が最後の映像となります。ご覧ください。」 Mario Party? Ja, warte. Ist das Mario Party? Nee. Oh, das ist wirklich Paper Mario? Nice. Das habe ich letztens erst kurz angespielt. Ja gut, ist auch wieder ein Remake, aber ich liebe halt Paper Mario, ist halt einfach zu geil, ja. Das. Ach, die Legende vom Ionentor sogar. Achso, warte mal. Wir hatten jetzt hier nämlich ein Bild von den Helfern. Achso, stimmt. Es wäre ja komisch, wenn hier ein Bild von den Helfern ist vom ersten Teil und das jetzt der erste Teil ist. Die kennt ihr ja noch alle gar nicht. Ah, Legende von Ionentor Remake. Holy shit, das ist ja noch krasser. Oh Mann. Oh, das wird so geil. Studentin im 5. Semester, okay. Das wird ziemlich geil. Also eigentlich mit das beste Spiel, was für GameCube rauskam. Also es ist unglaublich geil, das Spiel. Ich freue mich echt mega oft darauf. Aber wann es rauskommt, ist jetzt die nächste Frage. Ja, das mit dem Publikum ist auch so geil. Also, so ein tolles Kampfsystem, wo man halt kämpft und dann kommt Publikum rein und die machen manchmal komische Sachen, werfen sie rauf. Also echt ein super RPG, muss ich sagen. Ja, Konter, genau, den gab es ab da auch, dass man immer 0 Schaden nehmen kann, theoretisch, durch jede Attacke. Ja. Ja, das war auch ziemlich cool, dieses Minispiel mit Bowser, was man spielen konnte. Aber die haben bestimmt irgendwelche coolen neuen Funktionen hinzugefügt. Okay, das ist auch sehr... Warte mal. Muss mal kurz das euch zeigen. Also ich fand den Story Arc mit dem am coolsten auf jeden Fall. Das war super geil. Wie die da in der Arena die ganze Zeit gekämpft haben und irgendwelche mysteriösen Sachen passiert sind. Das fand ich ziemlich cool. Und die Gegner waren halt so zusammengefalten, also so zusammengebastelt quasi aus mehreren Schichten. Das ist eigentlich ziemlich cool gewesen. Also im ersten Teil war es nämlich nicht so. Da waren die, glaube ich, immer nur ganz große... Auch immer nur Einheiten, auch nur ein Papier quasi, aber da sind die quasi zusammengefalten gewesen, die Gegner, also mit mehreren Schichten. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Krass. Und ich fand die Gegner auch ganz cool, also diese komischen Weltraumviecher vom Mond, die waren gar nicht so schlimm. Also die haben ganz gut reingepasst irgendwie.
Ja. Das war auch witzig, ja. Ja, das dauert leider noch gut. Ja, ist vielleicht ganz gut, dann habe ich was für nächstes Jahr zum Aufheben. Weil wenn es jetzt sofort rauskäme, das wäre mir ein bisschen zu schnell. Also, ihr könnt nicht gerne drauf warten, ist in Ordnung. ゲームキューブで発売したペーパーマリオ RPG がグラフィックを新たに登場します。当時遊ばれた方はもちろん、まだプレイしていない方もマリオたちとペラペラな世界を冒険してみてはいかがでしょうか。今回の任天堂ダイレクトは以上となります。ご視聴ありがとうございました。Das war's. Ja, kein Fire Emblem, aber dafür Paper Mario. Also ganz viele Remakes oder Remastered, was wir da hatten, alles. Aber generell würde ich sagen, das war ziemlich nice. Hat mir sehr gefallen. Auch einige neue Spiele, die ich noch gar nicht kannte. Diese taktischen RPGs, die ich da gesehen habe, die haben mir auch gefallen. Oder rundenbasierende. Also, war jetzt nicht mega viel, aber neues krass. Gut, eigentlich schon einige, oder? So 5 Titel bestimmt, die ich mir vielleicht sogar holen würde. Wie gesagt, es ist eigentlich immer was Gutes, so ein Direct zu sehen und man kriegt immer mindestens ein Spiel eigentlich dabei, was man gerne mag. Eigentlich meistens sogar 2 oder 3. Also ich hatte noch nie irgendwie einen Direct, wo ich gar kein tolles Spiel gesehen habe. Zumindest erinnere ich mich nicht daran. Deswegen, ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ihr habt auch ein paar Eindrücke. Vielleicht wart ihr auch immer gegen alles, was ich gesagt habe oder gegen ein paar Sachen. Ja, es wäre cooler, wenn ich einen Chat hätte. Dann könnte ich nämlich aktiv mit denen darüber philosophieren, was sie davon halten, ja. Das wäre natürlich schöner. Aber gut, das geht auch. Also, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich werde es wahrscheinlich bei YouTube hochladen. Und auf Wiedersehen.